Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video, wo wir heute gemeinsam den neuen Schwertkämpfer-Guide besprechen. Das Ganze ist ein Update-Video, das heißt, zu dem schon rausgekommenen Schwertkämpfer-Guide ist das jetzt hier eine Ergänzung, beziehungsweise zähle ich hier mal die ein oder anderen Dinge auf, die eben neu sind. Wie auch bei den anderen Guides würde ich sagen, fangen wir direkt mal an, die Grundattribute zu besprechen. Denn hier hat man hohe Ähnlichkeiten zum Berserker und es gilt das Attribut Konter hiermit auch an erster Priorisierung. Das heißt, ihr solltet euch als Ziel setzen, eure Konterquote auch beim Schwertkämpfer auf die 100% zu bringen. An der zweiten Stelle haben wir hier statt Crit, so wie es beim Berserker ist, jetzt den Punkt Erholung. Denn tatsächlich ist es so, dass im absoluten Late- bzw. Endgame der Schwertkämpfer mit den Attributen Erholung, also Heilung und Kumpelschaden skaliert. Und als dritten Punkt, dadurch, dass es natürlich nicht völlig unrelevant ist, haben wir dennoch das Attribut Crit, was wir auch auf eine Quote von 60 bis 70% hinbekommen sollten. Wenn es jetzt darum geht, welche Basisattribute ihr in welcher Reihenfolge hochskillt, dann richtet euch auf jeden Fall danach, den Schwertkämpfer als Tank zu gestalten. Denn das sorgt nicht nur zum einen, dass ihr länger auf dem Feld stehen bleibt, sondern skaliert sogar mit euren passiven Fähigkeiten, zu denen wir aber gleich kommen. Das heißt, sorgt dafür, dass ihr HP und Verteidigung als erste Priorisierung immer hochskillt und levelt und erst an dritter Stelle den Punkt Grundangriffsschaden bzw. ATK levelt. Somit kommen wir aber auch schon zu dem Punkt Evolutionsstufen. Denn ich habe gerade erwähnt, dass die Punkte HP und Verteidigung sehr stark mit euren passiven Fähigkeiten skalieren. Und warum das Ganze so ist, besprechen wir jetzt. Deswegen würde ich sagen, ab geht's rüber auf die nächste Folie, nämlich zum Thema Evolution. Hier ist es nämlich so, wenn ihr Level 50 erreicht und euch entscheidet, zum Schwertkämpfer aufzusteigen, dass ihr 3 passive Fähigkeiten freischaltet. Hier bietet eure erste passive Fähigkeit eben euren Konterschaden um ganze 30% zu erhöhen und zusätzlich sogar noch eure Chance auf Kontertreffer ebenfalls um 30% zu erhöhen. Jetzt kommen wir aber tatsächlich schon zum ersten passiven Skill, von dem ich gerade nämlich geredet habe. Das ist nämlich passiver Skill Nummer 2, wo ihr hier einen Effekt bekommt, nämlich von 30% eurer Gesamtverteidigung nochmal zu erhöhen. Das heißt, umso mehr Verteidigung ihr auf den Schwertkämpfer skillt, desto höher wird natürlich diese Skalierung. Und euer dritter Skill sorgt an der Stelle nochmal, dass ihr 10% Schadensreduzierung gegenüber eures Feindbilds bekommt. Interessanter wird es dann aber tatsächlich, wenn ihr Level 70 erreicht habt und auf den Großschwertkämpfer aufsteigt. Denn dann schaltet ihr einen vierten passiven Skill frei, der euch alle 10 Sekunden lang einen Schild mit 5% eurer maximalen HP zukommen lässt. Das bedeutet, umso mehr HP ihr habt, umso höher ist auch dieser Schild und deswegen lohnt es sich an der Stelle auch definitiv auf HP zu gehen. Und genau das ist der Punkt, den ich meinte. Wir skillen Verteidigung und HP aufs maximale Level, um eben den größtmöglichen Schild zu bekommen, aber auch eben unsere Verteidigung so hoch wie möglich zu skalieren. Mit dem Erreichen von Level 100 und somit der Aufstieg zur Klasse Schwertmeister schaltet ihr an der Stelle euren letzten passiven Skill frei, der euch den Effekt mit sich bringt, dass ihr für je 10% verlorene HP 2% mehr Schadensreduzierung bekommt. Das heißt, anders als beim Berserker, wo man auf Damage skaliert, verliert man hier eben auch wieder in Form von Schadensreduzierung und sorgt dafür, dass der Gegner noch weniger Damage an euch macht. So richtig interessant wird der Schwertkämpfer aber tatsächlich erst mit dem Erreichen von Level 120 oder besser gesagt mit dem Erreichen des Erwachens. Denn mit dem Erreichen des Erwachens und somit der Aufstieg zum Kampfmeister schaltet ihr nicht nur eure ultimative Fähigkeit frei, sondern gradet auch noch eure vierte passive Fähigkeit auf. Und warum das Ganze so stark ist, sage ich euch jetzt, denn die aktive Fähigkeit oder besser gesagt die ultimative Fähigkeit für den Schwertkämpfer lautet nämlich wie folgt. Verursacht 9767% Bereichsschaden und erhöht den Konterschaden an Zielen im Bereich 8 Sekunden lang um 60%. Das ist eine Sache, die natürlich völlig normal ist, so wie auch beim Berserker. Der interessante Teil ist aber tatsächlich in Satz 2, nämlich erholt in 5 Sekunden 15% des maximalen HP. Das heißt, wenn ihr den Schwertkämpfer wirklich richtig hoch auf HP stackt, richtig hoch auf Verteidigung stackt, habt ihr die Möglichkeit, mithilfe des Attributs Erholung eure Heilung aufs maximale Level zu bringen und somit die beste Klasse zu sein, was das Thema Regeneration angeht. Ihr könnt also einen Schwertkämpfer so spielen, dass ihr euch die ganze Zeit gegenheilt und immer wieder Leben zurückbekommt. Aber das ist nicht alles, denn die vierte passive Fähigkeit bringt euch jetzt nochmal einen Schild, der doppelt so hoch ist wie der Schild, den es davor gegeben hat. Das heißt, ihr bekommt jetzt keine 5% mehr an maximalen HP-Schild, sondern ganze 10%. Und 10% von einem Charakter, der wirklich sowieso schon unendlich viel mehr Leben hat als die anderen Klassen, ist natürlich nicht ganz unbeachtlich. Machen wir nun aber direkt weiter mit den Skills.
Hier muss ich direkt anmerken, dass sich gar nicht wirklich viel unterscheidet im Vergleich zum Berserker. Das heißt, ihr spielt rein theoretisch sogar 1:1 dieselben Fähigkeiten und auch 1:1 die gleichen Pets. Das heißt, im Early Game geht man hier tatsächlich wie bei fast jeder Klasse mit dem Turbopilz auf Angriffstempo, mit der Fledermausspur auf den AOE, also Flächenschaden, und sorgt eben mit Erdgrünen und Pilzdeckel für seine Heilung. Im Midgame ist es so, dass man quasi mit Waffen spielt, um den Feind zumindest in den ersten Sekunden des Kampfes erstmal zu stunnen und seine ganzen Buffs in Bezug auf Damage und Schadensreduzierung wirken zu lassen. Außerdem spielen wir hier die Wassermelone, um eben nochmal zusätzlich 20% Schadensreduzierung gegenüber unseres Feindes hinzubekommen und lassen Erdgrün und Pilzdeckel auf jeden Fall drin, um uns gegenzuheilen und eben nochmal einen zusätzlichen Schild zu haben. Denn vor allem beim Berserker oder auch beim Schwertkämpfer ist der Pilzdeckel ein sehr mächtiger Skill, denn wir kontern trotzdem, auch wenn wir Schaden gegen unser Schild bekommen. Im Endlevel ist das Ganze jetzt ein bisschen tricky beim Schwertkämpfer. Ich habe euch an der Stelle jetzt einfach mal das allgemeine Berserker-Bild reingepackt, aber man kann tatsächlich ein bisschen rumprobieren mit den Schwertkämpfer und sollte vor allem auch Erdgrün und Pilzdeckel an der Stelle spielen. Das heißt, es ist nicht unbedingt gut, jetzt dieses Bild zu spielen, was jetzt hier an der Stelle beim Endlevel zu sehen ist, sondern man sollte auf jeden Fall auch mal probieren, den Klon zu spielen, dann die Wassermelone und den Blitzangriff und vielleicht 100-faches Hacken und Rauchbombe mit Erdgrün und Pilzdeckel zu tauschen. Das Ganze richtet sich aber wirklich danach, je nachdem wie weit ihr damit seid, euer Erholungs- bzw. eure Heilungsrate auf eurer Klasse zu haben. Das heißt, wenn ihr jetzt schon weit im Game seid und wirklich relativ tief im Endgame seid, dann könnt ihr 100-faches Hacken und Rauchbombe austauschen mit Erdgrün und Pilzdeckel. Ansonsten solltet ihr unbedingt das Bild spielen, was auch beim Berserker gebaut wird, da ihr sonst zwar unendlich viel Leben habt, aber einfach keinen Schaden raushaut. Und das Ganze übernehmen wir tatsächlich auch im PvP-Bereich. Das heißt, hier gibt es gar keine Unterschiede und Gleicheres gilt auch für die Endgame-Folie, dass je nachdem wie tief ihr im Endgame drin seid, an der Stelle 100-faches Hacken oder auch Rauchbombe austauschen könnt mit Erdgrünen, geschweige denn Pilzdeckel. Wie das Ganze jetzt aber bei den Pets aussieht, ist wieder ein bisschen anders als beim Berserker, denn hier spielen wir im Early Game erstmal so ein paar Soft Pets, das heißt wir nehmen die Schnecke, um den Gegner zu slowen, den Vogel, um ein bisschen Angriffstempo zu bekommen, den Hydrogeist, um eben unsere Fähigkeiten ein bisschen schneller einsetzen zu können, was vor allem bei den Heilung und Schildfähigkeiten jetzt hier an der Stelle sehr relevant ist, nutzen den Hirsch hier, um nochmal zusätzliche Schadensreduzierung zu bekommen und die Zahnpasta logischerweise als klassisches Schwertkämpfer bzw. Krieger. Jetzt unterscheidet sich eins zum Berserker, nämlich dass wir im Mid- oder Endgame tatsächlich jeweils immer den Pepe spielen. Auch wieder je nachdem, wie weit ihr im Late Game drin seid und eure Heilungsquote schon gepusht habt, solltet ihr hier an der Stelle immer mal wieder rumprobieren. Deswegen sage ich auch nicht eine konkrete Zahl, wie viel Prozent oder wie hoch genau eure Erholung bzw. Heilungsrate sein soll, damit ihr dann den Pepe reinnimmt. Denn tatsächlich bin ich selbst noch nie in diesem Late Game gewesen und kann nur aus Erfahrungsberichten von Schwertkämpfern, die im Bereich von 50 bis 60 Millionen Kampfkraft spielen, berichten, dass der Pepe tatsächlich im sehr hohen Late Game eine absolute Meta-Waffe ist. Das heißt, beim Schwertkämpfer ist der Pepe unmisslich, wohingegen er bei allen anderen Klassen anscheinend sehr unbrauchbar scheint. Das heißt, auch beim Endgame kann man darüber nachdenken, den Hirsch rauszulassen und statt dem Hirsch lieber den Pepe zu spielen. Alles andere würde ich an der Stelle aber so lassen, dadurch, dass wir im Endgame hier ein wenig Damage rausholen, was wir mit Fähigkeiten eben nicht machen, und zwar mit Pets im Sinne von Kumpelschaden und den Pet-aktiven Fähigkeiten ausgleichen. Im PvP mit dem Pet ändert sich gar nicht so viel, sondern tauschen wir einfach nur im Endgame tatsächlich den Hirsch aus, diesmal aber nicht gegen den Pepe, sondern gegen den Hydrogeist und überlegen an der Stelle, wenn wir ins PvP gehen, wenn dann den Schatzdrachen auszutauschen mit dem Pepe. Oder das Bild zumindest so weit zu spielen, wie es hier steht, solange man die Heilungsrate eben noch nicht hoch genug hat, dass der Pepe eben genug heilt. An der Stelle auch nochmal mein kleiner Tipp, achtet unbedingt darauf, dass ihr bei allen anderen Dingen wirklich eure Erholungsrate mit pusht. Das heißt, pusht auf euren Gearsets die Erholungsrate, pusht auf euren Runen die Erholungsrate, nutzt überall die Möglichkeit einfach das Attribut Erholung mitzunehmen. Vor allem auch bei den Kampfgeistern, bei den Pinken, wo man eben die Möglichkeit hat, ja nochmal ein drittes zusätzliches Attribut zu bekommen und da eben die Möglichkeit hat, ebenfalls nochmal das Attribut Erholung zu ziehen. Wir machen aber weiter im Geschehen und gehen direkt über zur Pilzstatue. Hier ist es wieder 1:1 gleich wie beim Berserker. Wir spielen im Early Game im PvE-Bereich tatsächlich das Art-Tier und zwar mit 4x Konter, 1x Crit. Im Midgame spielen wir dann die SS-Tier, auch wieder 4x Konter, wechseln aber jetzt das Crit-Attribut zu 1x Gesamtangriff. Dadurch, dass der Schwertkämpfer eben relativ viel mit den Dingen kalkuliert oder skaliert, die eben um ihn rumstehen und nicht mit seinem eigenen Damage so wirklich, nutzen wir hier eben Gesamtangriff und tauschen das Ganze ein bisschen um
dadurch dass Crit nicht unbedingt so wichtig ist beim Schwertkämpfer. Im Endgame nutzen wir auf jeden Fall das SSS-Tier, um mit den anderen Klassen mithalten zu können und spielen hier an der Stelle tatsächlich das gleiche Bild, nämlich Konter, 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 Gesamtangriff. Und im PvP-Bereich ist es tatsächlich so, dass sich das Ganze so gut wie gar nicht ändert, aber an der Stelle muss ich etwas dazu sagen, denn man kann vor allem im PvP-Bereich jetzt relativ viel mit Crit kalkulieren. Anders als beim PvE, wo wir viel mit den Dingen um uns rum kalkulieren, können wir beim PvP tatsächlich den Schwertkämpfer auch nutzen, um ein richtig guter Tank zu sein und die Gegner trotzdem mit unseren Konter-Crit-Treffern umzuhauen. Das heißt, spielt vielleicht mal dieses Bild, probiert aber vielleicht auch einfach mal aus, 5-mal Konter zu spielen, probiert vielleicht mal aus, 3-mal Konter, 2-mal Crit zu spielen und versucht einfach, wie ihr euch am wohlsten damit fühlt. Das Ganze ist nämlich wie gesagt nur eine Grundlage und soll euch einfach nur einen groben Überblick erschaffen, damit ihr erstmal überhaupt wisst, wie ihr denn an den Schwertkämpfer rangehen sollt. Ich würde sagen, wir switchen direkt weiter, nämlich zum Thema Relikte. An der Stelle im PvE-Bereich spielen wir auf jeden Fall im Early sowohl auch Midgame die Kontermaske, aber auch den Donnerdrachen, um eben nochmal akuten Damage rauszuhauen. Dadurch, dass der Donnerdrache einfach mit jedem aktiven Skill kalkuliert, das heißt immer wenn wir einen Skill anwenden, donnert der Donnerdrache eben nochmal Damage raus und somit 6-mal zu Beginn des Kampfes und wahrscheinlich noch 6-mal im Mitten des Kampfes und sogar vielleicht noch ein drittes Mal am Ende des Kampfes. Zusätzlich spielen wir hier die magische Box, um eben gerade im Early und Midgame unseren Hirsch zu verstärken und ihm eben nochmal mehr Angriffsschaden zu geben. Im Midgame ergänzen wir dann hier das Immunitätsbuch, um eben nochmal, wenn wir unter 75% Leben fallen, einen zusätzlichen Schild zu bekommen und den Bossen somit nochmal 3 Sekunden länger standzuhalten. Aber tatsächlich kann man hier auch das Heilungsbuch spielen. Das heißt, ihr könnt hier auch das erste Mal, so wie bei keiner anderen Klasse zuvor, das Heilungsbuch spielen. Wie immer aber, wenn eure Heilungsrate hoch genug ist und ihr generell mit dem Attribut Heilen, Regenerieren erstmal was anfangen könnt. Das ist ein langer Way to go, vor allem beim Schwertkämpfer, dadurch, dass man wirklich sehr lange spielen muss und sehr viel dafür sammeln und tun muss, um eben erstmal die Heilungsrate überhaupt aktiv spielen zu können. Deswegen habe ich an der Stelle aber das Immunitätsbuch reingepackt, um das erstmal vorzeitig zu nutzen. Außerdem spielen wir jetzt hier im Midgame noch die Zeitstatue, um eben unser Entwaffnen nochmal um 1,5 Sekunden zu verlängern und somit den Gegner in den ersten Sekunden nochmal zu stunnen. Und nein, es ist nicht sinnlos als Schwertkämpfer oder auch als Berserker den Gegner zu stunnen, weil man in dem Moment natürlich nicht kontert. Es ist total sinnvoll, weil man wie schon erwähnt seine ganzen Skills, Fähigkeiten, das Ganze drumherum erstmal in Bewegung bringen muss. Deswegen spielen auch viele zum Beispiel den Skill Rauchbombe auf 1,5 Sekunden Latenz, weil es tatsächlich bewiesen ist, dass man direkt zu Beginn des Kampfes bestimmte Effekte gar nicht so schnell triggern kann. Im Endgame tauschen wir die Zeitstatue dann natürlich aus gegen die Sternstatue, um unser 100-faches Hacken zu verstärken. Denn wenn ihr lang genug den Schwertkämpfer spielt und genug Heilung habt, könnt ihr das Ganze auch austauschen, nämlich mit der Energiestatue. Dieses verstärkt nämlich euer Erdgrün und Pilzdeckel um ganze 30%, bzw. den Schaden, der dadurch angerichtet wird. Und ich habe ja schon erwähnt, wenn man genug Heilung hat, kann man auf die Skills, die eben durch die andere Statue getriggert werden, verzichten, spielt lieber Erdgrün und Pilzdeckel und kann sich an der Stelle eben mit der Energiestatue nochmal ein bisschen den Ausgleich holen von dem Damage, der fehlt, um hier an der Stelle 30% mehr Schaden zusätzlich rauszuhauen. Und auch beim Schwertkämpfer ist der letzte Fakt hier ein ganz wichtiger Punkt, und zwar nämlich die Seelenhalskette, die wir hier im Endgame ergänzen. Denn die Seelenhalskette sorgt dafür, dass eure Grundangriffe während der Dauer von Blitzangriff 15% zusätzlichen Schaden machen. Das heißt, in der Zeit, wo ihr immun seid, macht ihr 15% mehr Damage am Gegner. Und das Ganze triggert eben auch beim Immunbuch, warum man eben lange überlegen muss, ob man wirklich jetzt das Immunitätsbuch spielt oder vielleicht doch dieses Heilungsbuch. Denn wenn ihr das Immunitätsbuch nutzt, werdet ihr, wenn ihr unter 75% Leben fallt, für 3 Sekunden lang nochmal immun. Das heißt, in diesen 3 Sekunden kriegt ihr nochmal zusätzliche 3 Sekunden Zeit, um 15% mehr Schaden durch eure Grundangriffe auszulösen. Und ganz wichtig ist natürlich zu sagen, dass wir im Endgame auch unsere Maske austauschen, denn wir brauchen jetzt gar nicht mehr so viel Konterschaden, haben vielleicht schon über andere Attribute die 100% Konter erreicht und wollen jetzt dafür sorgen, dass unser Attribut Crit noch mit hochsteigt und nutzen deswegen an der Stelle die Crit-Maske. Im PvP-Bereich sieht das Ganze natürlich wie immer relativ ähnlich aus, außer dass wir im Midgame eben das Immunitätsbuch austauschen mit dem Steinaderbuch, um uns nochmal 5% zusätzliche Schadensreduzierung gegen alles Mögliche zu bringen. Im Endgame nutzen wir hier an der Stelle auch wieder die Crit-Maske, tauschen an der Stelle aber auch den Donnerdrachen aus mit dem Drachenrelikt, um eben unseren Schatzdrachen zu verstärken, vorausgesetzt wir spielen diesen. Denn wie ich erwähnt habe, kann man den Schatzdrachen an der Stelle auch austauschen
mit dem Pepe, um da eben nochmal die Erholung zu pushen. Außerdem tauschen wir jetzt hier die magische Box mit dem Entfremdungskristall aus, um eben unseren Hund, den sogenannten Konterhund, zu verstärken und da nochmal einen zusätzlichen Boost reinzubekommen. Ansonsten bleibt alles gleich, außer dass wir unsere Metakette jetzt hier an der Stelle sein lassen müssen, dadurch, dass diese 15% Grundangriffsschaden mehr eben wirklich nur im PvE-Bereich viel Sinn machen. Deswegen spielen wir jetzt hier die die Blitzkette besser gesagt, um unseren Klonangriff um 30% zu verstärken, dadurch, dass er ebenfalls mit den Grundangriffsschaden skaliert und ja genauso Damage raushaut wie jetzt unsere Grundangriffe. Machen wir weiter im Geschehen, nämlich mit den Reittieren, wo ich mich relativ kurz halten will, dadurch, dass es natürlich 1:1 das gleiche ist wie beim Berserker. Hier in Priorisierung Nummer 1 spielt ihr definitiv den bunten Schleim, um eben den Effekt zu haben, dass umso schwächer ihr seid, umso stärker ihr nochmal werdet. Gleicheres gilt für den grünen Büffel, den ihr auch, wenn ihr ihn nicht aktiv spielen solltet, unbedingt in eurem Portfolio haben solltet. Denn der grüne Büffel gibt euch nicht nur einen guten passiven Effekt, sondern hat auch noch einen sehr guten aktiven Effekt, den man ab und zu mal spielen kann, nämlich dass ihr euch nochmal zusätzliche Verteidigung auf euer Tank-Dasein bringen könnt. An dritter Stelle das Mini-Motorrad, das heißt dieser pinke Beiwagen mit dem kleinen Hamster drin, um eben eure Kontertreffer bzw. euer Konterschaden nochmal zu erhöhen. Und an Position Nummer 4 eben der weiße Tiger, hier an der Stelle einfach nur als Ausweichmöglichkeit, falls der ein oder andere sich das gute Stück mal am Anfang, wo der Server released hat, geholt hat. Dann kann man den eben spielen und erstmal auf die anderen Sachen verzichten, denn tatsächlich ist der bunte Schleim nämlich ein Reittier, was man sich mit Reittiermarken, das heißt Free-to-Play, ergattern kann. Weiter geht's mit den Artefakten. Bei den Artefakten ist das Ganze auch wieder so, es ist 1:1 gleich wie beim Berserker. Ihr spielt mit erster Priorisierung auf jeden Fall die Gatling Gun, um eben nochmal eure Kombo-Treffer zu boosten, beziehungsweise tatsächlich noch zusätzliche Damage-Treffer rauszuhauen, denn wenn ihr einen Kombo-Treffer erzielt, könnt ihr nochmal zusätzliche 10% Schaden im Sinne von einem zusätzlichen Treffer und das bis zu 5 Mal rausfeuern. An zweiter Position eben das himmelöffnende Schwert, dadurch, dass es einen abgeschwächten Effekt hat wie die Gatling Gun und sich an der Stelle einfach einen guten Ersatz zu dieser bringt. An dritter Position habe ich hier die Seite des Frühlings, vor allem gut, wenn ihr jetzt gegen Klassen kämpft, die relativ viel Schaden im Early machen, könnt ihr die Seite des Frühlings mal ausprobieren, um das Ganze zu nutzen als Reflexionsschaden. Dadurch, dass ihr als Schwertkämpfer eben nicht selber sehr viel Damage raushaut, könnt ihr somit den Schaden eures Gegners nutzen, um direkt zu Beginn des Kampfes eine Verwirrung herzustellen, indem der Gegner sich dann selber damagt. Und wie immer bei jeder Klasse natürlich auch das Nachtauge des Raben, das heißt die dunkle Sense, um nochmal ein Skill zu duplizieren, aber das Ganze dient hier beim Schwertkämpfer wirklich nur als Ersatz und ist gar nicht so wirklich notwendig. Denn hier kann es passieren, dass wir Erdgrün zum Beispiel duplizieren, wo wir uns direkt doppelt teilen, was wir aber an der Stelle gar nicht brauchen. Deswegen wirklich nur ein guter Ersatz und dann auch nur mit gut Glück gut, denn wie gesagt, er muss auch den richtigen Skill treffen, den er dupliziert, um uns überhaupt von Nutzen zu sein. So viel aber zum Thema Artefakte. Wir machen weiter und zwar mit den Kampfgeistern. Hier kommt es tatsächlich wieder auf das ein oder andere drauf an, was man unbedingt beachten sollte. Denn die Priorisierung ist zum einen so, dass wenn ihr jetzt euer Kampfgeist freischaltet und eure ersten 5 roten bzw. generell eure ersten 5 Kampfgeister ausrüsten könnt, an der Stelle unbedingt darauf achten solltet, dass ihr Konter und Grundangriff bei den Kampfgeistern als erstes besorgen solltet. Denn natürlich habe ich gesagt, wir sollen auf HP und Verteidigung und Crit-Resistenz etc. achten, aber durch alles, was wir bis hier schon erreicht haben, haben wir schon relativ viel Verteidigung, HP und Co. Das heißt, durch unsere Kampfgeister rüsten wir unseren Schwertkämpfer jetzt in dem Sinne aus, dass wir das Ganze jetzt mit Damage ausgleichen. Das heißt, erste Priorisierung auf jeden Fall den Konterkampfgeist, als zweites auf jeden Fall den Grundangriffskampfgeist und dann geht es erst los mit dem HP-Bonus. Denn das Ganze zieht nicht nur für unsere passiven Fähigkeiten, sondern auch für unseren Klon, denn der Klon ist eben auch HP-basierend und umso mehr HP ihr habt, desto mehr HP hat euer Klon. Als nächsten Kampfgeist suchen wir uns dann noch den Angriffsbonus, um eben noch mehr Damage zu suchen und als letzte Priorisierung an Stelle Nummer 5 eben den Verteidigungskampfgeist. Die letzten Positionen, das heißt 6, 7 und 8, werden dann im Laufe des Games einfach ergänzt und das ist an der Stelle dann kritischer Schaden, Crit-Resistenz und Komboschaden. Und ja, kritischer Schaden ist relativ weit unten, dadurch, dass es beim Schwertkämpfer gerade am Anfang eben nicht darauf ankommt. Wie sieht das Ganze denn jetzt aber bei den pinken Kampfgeistern aus? An der Stelle spreche ich euch meine Empfehlung aus, definitiv das Video von mir Pinke Kampfgeist-Fusion einmal anzuschauen, denn dort zeige ich euch, wie ihr euer drittes Attribut auf eurem pinken Kampfgeist herstellen bzw. finden könnt. Denn vor allem das ist beim Schwertkämpfer ganz, ganz wichtig, denn der Schwertkämpfer braucht dieses Attribut mehr,
als irgendeine andere Klasse. Denn in diesem dritten Attribut könnt ihr den Stat Erholung finden und den braucht ihr definitiv bei allen euren pinken Kampfgeistern, um mit dieser Erholung dieses Final Bild vom Schwertkämpfer zu erreichen, dass ihr euch eben die ganze Zeit gegenheilen könnt. Ansonsten achtet unbedingt darauf, dass ihr als allerersten pinken Kampfgeist hier den Kampfgeist mit dir erschafft und somit Konterschaden plus Kumpelschaden boostet und an zweiter Stelle unbedingt blutvergießende Klinge, um euren Gesamtangriff plus die Heilungsrate zu pushen. Ansonsten könnt ihr der Folie jetzt hier einfach entnehmen, wie es weitergeht, aber die ersten beiden sind auf jeden Fall sehr wichtig und ich würde sogar sagen, wenn man diese ersten beiden hat und an den Punkt angelangt ist, kann man den Schwertkämpfer sogar schon relativ gut spielen, wenn zumindest alles andere passt in Bezug auf die Heilungsrate. Wir machen weiter im Geschehen, nämlich mit dem Thema Rückenaccessoires. Hier muss ich einfach sagen, dass es nach wie vor die absolute Meta ist, den Pepe-Antrieb zu spielen, dadurch, dass es einfach ein absoluter Allrounder ist. Nicht nur im PvP, sowohl auch im PvE, nein auch gegen Dungeon-Gegner und Co. Das heißt, der Pepe-Antrieb bietet uns eben nochmal die Möglichkeit, unendlich viel rauszuholen beim Schwertkämpfer und sollte unbedingt deswegen immer am Start sein, solltet ihr anstreben, den Schwertkämpfer zu mainen. Als zweite Position habe ich hier die Seele des Schwertes für den PvE-Bereich, aber auch für PvP-Bereich, wenn ihr euren Konterschaden eben nochmal ein bisschen pushen wollt. Aber dadurch, dass wir mit dem Schwertkämpfer eben gar nicht so unbedingt auf diesen aktiven Damage vom Charakter selbst ausgehen, ist das Ganze eben auch nur an zweiter Stelle und auch nur eine Ausweichmöglichkeit, solltet ihr den Pepe-Antrieb eben nicht haben. Als dritte Option und als Option für jede Klasse als Ausgleich habe ich hier die leuchtenden Federn hingeschrieben. Das heißt, wenn ihr irgendwie Damage-Mangel habt, was wir beim Schwertkämpfer ja öfters mal haben könnten, dann spielt einfach die leuchtenden Federn, denn das Ganze bietet euch nicht nur zusätzliche Verteidigung, sondern auch nochmal 10% mehr Grundangriffsschaden, die ihr auf eurem Charakter für den ganzen Kampf erhält. Kommen wir nun zum nächsten Punkt, nämlich der Federverteilung. Bei der Federverteilung könnte man sich so denken, okay, ich habe ja am Anfang gesagt, HP, Verteidigung und Grundangriff, aber so ist es tatsächlich nicht. Denn wir versuchen jetzt im späteren Verlauf des Spiels immer mehr unsere Grundstats HP und Verteidigung mit Grundangriff zu ergänzen und auszugleichen und deswegen gilt selbiges auch hier für die Federverteilung. Wir skillen also hier an erster Stelle die blaue Feder hoch, dann die orangene Feder und dann die grüne Feder. Das Ganze machen wir in einer Reihenfolge von Level 11 blau, dann Level 11 orange, dann Level 11 grün. Dann geht es wieder los mit blau auf Level 21, dann orange Level 21, dann grün Level 21. Und das Ganze machen wir immer so weiter, bis wir bei 31, 41, 51, 61 angelangt sind. Denn das bietet euch den Vorteil, dass ihr eben bei Stufe 11, 21, 31, 41 und Co. eine sogenannte Attributsverdopplung bekommt. Das heißt, die aktuellen Prozente, die ihr aktuell jetzt als Beispiel bei Stufe 10 auf Blau habt, werden mit Stufe 11 nochmal verdoppelt und sind somit nochmal ganze 10 weitere Level, die ihr mit einem einzigen Upgrade hier erreichen könnt. So viel also zum Thema Federverteilung. Ich denke, das ist ganz klar und auch übersichtlich und zu verstehen. Wir machen weiter mit einem sehr wichtigen Thema, nämlich mit dem Thema Rückenskillbaum. Und dafür würde ich sagen, gehen wir einfach mal wieder ins Gameplay rein und schauen uns das Ganze mal an, wie man hier am besten skillen sollte. Angekommen beim Rückenskillbaum ist mir gerade aufgefallen, wo ich das Video produzieren wollte, dass ich das Ganze tatsächlich schon mal 1:1 genauso beim Berserker Guide erzählt habe. Denn hier gibt es wirklich 0,0 Unterschiede und um euch nicht zu verwirren, habe ich mir gedacht, drehen wir vielleicht einfach mal ein bisschen am Zeitraffer zurück und schauen uns den letzten Teil hier vom Schwertkämpfer Guide einfach so an, dass wir das Ganze vom Berserker Guide übernehmen und ihr einfach aus den Videoausschnitten dort jetzt nochmal eine Einblendung bekommt. Beim Berserker skillen wir im Rückenschmuckbegabungsbaum hier an der Stelle tatsächlich in allen 3 Stammbäumen. Das heißt sowohl den Berserker, aber auch beim Bogenschießen, sowohl auch im Zauberspruch das Grundattribut Gesamtangriff bzw. Grundangriff hoch. Das heißt, unser erstes Ziel ist es tatsächlich, 10 von diesen Kügelchen hier zu skillen, sowohl bei Zauberspruch, aber eben auch als bei Bogenschießen. Das heißt, beim Bogenschützen gehen wir unten rechts, skillen hier 10 von 20 Angriffsverstärkungen und beim Berserker logischerweise auch auf die Angriffsverstärkung wieder 10 Punkte. Das heißt, somit sind wir jetzt schon bei minus 30 Punkten. Wie geht es jetzt als nächstes weiter? Ganz easy skillen wir jetzt tatsächlich auf die Verteidigungspunkte, denn die Grundverteidigung gibt uns an dieser Stelle einfach das meiste an Kampfpunkten, aber auch an Kampfkraft. So blöd wie das klingt, ist es halt tatsächlich so, dass die Grundverteidigung um prozentualen Wert so enorm höher gesteigert wird als Grundangriff oder aber auch AP. Das Ganze zeige ich euch mal. Ihr seht nämlich hier die Grundverteidigung um ganze plus 1200% schon bei einer Stufe, wohingegen zum Beispiel bei der HP nur 600% gesteigert werden. Das heißt, wir versuchen jetzt hier gerade für das Early Build irgendwo eine Kombination zwischen Angriff und Verteidigung
hinzubekommen und lassen den HP-Skillbaum hier an der Stelle für den Berserker erstmal weg. Meine persönliche Empfehlung ist es also, nachdem ihr in all 3 Bäumen jeweils bei der Stärke, also beim Angriff 10 Punkte gesetzt habt, tatsächlich erstmal euren Verteidigungspunkt auf 20 zu bringen und das überall. Das heißt, ihr habt 60 Stufen zu leveln und anschließend macht ihr weiter damit, dass ihr eben die restlichen Angriffspunkte, das heißt, bei jedem Baum fehlen dann logischerweise 10, also insgesamt 30 noch aufleveln. Wie ich es schon bei den Rückenaccessoires angesprochen habe, wo ich über das Pepe-Antrieb-Accessoire gesprochen habe, ist es jetzt tatsächlich so, dass wir auch mithilfe des Skilltrees hier unseren Wert, nämlich den Rampage-Modus quasi, das heißt, umso schwächer wir werden, desto besser werden wir eigentlich erhöhen und fördern. Das heißt, unser erster Weg, wenn wir das Ganze geskillt haben, wie ich gerade gesagt habe, und irgendwann so viele Marken übrig haben, dass wir überall alles zurücksetzen können, um tatsächlich endlich einen finalen Punkt zu erreichen, was natürlich aber lange dauert, denn diese Stufe und diese Stufe benötigen teilweise nur für eine einzige Stufe schon 100 bis 300 Marken, um das Ganze aufzuleveln. Wenn wir aber genug haben, dann ist das erste Ziel auf jeden Fall die finale Fähigkeit wütend, denn wie man hier lesen kann, steht hier, wenn die HP unter 20% fallen, erhöht sich der Angriff um 10%, zusätzlich erhöht sich aber auch die Angriffsgeschwindigkeit 10% und der Grundcrit-Schaden ebenfalls um 10%. Das heißt, wenn wir dann unter 25% Leben sind, werden wir zusätzlich neben den ganzen anderen Effekten, die wir im Laufe der Entwicklung eben schon mitnehmen, durch diesen Skillspiel den Skill wütend nochmal extra gepusht. Was ihr dann als zweites skillen solltet, ist auf jeden Fall unten links der HP-Weg, denn dort schaltet ihr die finale Fähigkeit Aufstieg frei, die euch eben auch nochmal einen Bonus gibt, der im absoluten Late Game oder besser gesagt zu dem Zeitpunkt, wo man so viele Marken hat, dass man so einen Punkt überhaupt freischalten kann, definitiv auch zur Anwendung antritt. Das heißt, die Kämpfe werden definitiv länger als 15 Sekunden dauern und somit wird dieser Effekt auch definitiv getriggert, anders als es halt jetzt schon ist. Das heißt, wenn wir diese Fähigkeit freigeschalten haben, wird nach 15 Sekunden, in der wir uns im Kampf befinden, unsere Angriffsgeschwindigkeit um 15% erhöht, nach 30 Sekunden Kampf unsere kritische Trefferchance um 20% erhöht und nach ganzen 45 Sekunden im Kampf unser Angriff um 20%. Das heißt, auch hier steigern wir wieder den Rampage-Mode, den wir mit dem Berserker erreichen wollen und sind für das absolute Late-Game natürlich bestens bewaffnet. Jetzt ist es aber dennoch wichtig, ganz kurz an der Stelle zu erwähnen, dass wenn ihr jetzt relativ im frühen Late-Game seid, aber trotzdem genug Marken habt, um das Ganze hier aufzuleveln, ihr aber mitbekommt, dass die Kämpfe halt sowieso unter 30 oder 40 Sekunden gehen, dann heißt es natürlich, dass ihr das nicht skillen solltet und dann geht ihr einfach ganz casual den oberen Weg, dass ihr nämlich die dritte Fähigkeit Erholung freischaltet, um mal eure Erholung zu steigern. Das Ganze überlasse ich an der Stelle euch. Meine Empfehlung ist auf jeden Fall unten rechts zuerst, unten links als zweites und erst als drittes den oberen Weg. Dann habt ihr auf jeden Fall alles richtig gemacht. Das sollte einfach ultra performen. Zumindest ist es aus eigenen Erfahrungen und aus den Erfahrungen, die ich bei anderen Berserkern gesehen habe, so perfekt. Um dem Berserker aber wirklich das ultimative Upgrade zu geben und den finalen Feinschliff zu setzen, gehen wir direkt über zum nächsten Thema, nämlich dem Thema Artefaktverzauberung. Hier habe ich das Ganze für euch mal richtig genau aufgeschlüsselt, damit ihr ganz genau wisst, wie ihr euch von Anfang bis Ende verhalten solltet. Um das meiner Grafik zu entnehmen, wollte ich hier darstellen, dass ihr von oben links bis unten rechts zur Pfeilspitze quasi die Priorisierung gesetzt habt. Das heißt, oben links befindet sich logischerweise die erste Priorisierung und unten rechts geht es dann immer weiter runter mit den eher unwichtigeren Runen. Dennoch habe ich euch jetzt hier in dieser Grafik tatsächlich einfach die 5 wichtigsten Runen aufgezeigt, die ihr auf jeden Fall unbedingt braucht und die ihr auf jeden Fall relativ zeitnah am Anfang skillen solltet. Das heißt, anfangen tun wir hier tatsächlich mit dem oberen rechten Slot, wo wir nämlich unseren Konterschaden skillen. Anschließend als zweites suchen wir uns die untere rechte Rune raus, die eben den kritischen Schadenbonus steigert, gefolgt von der oberen linken Rune, die nämlich unsere AP erhöht. Anschließend gehen wir auf die Mitte nach links rüber, nämlich den Slot 2, wo wir unseren gesamten Grundangriff steigern und anschließend gefolgt von der linken unteren Rune, nämlich dem Verteidigungsskill. Hierbei ist jetzt wichtig zu sagen, dass ihr das Ganze wirklich gefolgt von diesem Pfeil immer in den 4er-Stufen auflevelt. Das heißt, ihr fangt an, oben rechts Slot 4, nämlich Konterschaden, als allererstes auf Stufe 4 zu upgraden. Dann macht ihr weiter mit unten rechts Slot 6 den kritischen Schadenbonus auf Stufe 4 zu upgraden und so weiter und so fort. Wenn ihr dann diese 5 wichtigsten Runen alle auf Stufe 4 habt, macht ihr weiter mit dem Konterschaden auf Stufe 8.
danach alle anderen gefolgt von 8. Und das Ganze macht ihr so lange, bis ihr tatsächlich diese 5 Runenplätze auf Stufe 12 habt, wo ihr euch danach anschließend die wichtigste raussucht. In dem Falle hier natürlich den Konterschaden und den dann auf Maximum pusht, das heißt wirklich bis Level 20 hoch, um da die maximalen Effekte rauszuholen und eine richtige Power-Rune am Start zu haben. Außerdem ist es wichtig, den richtigen Set-Effekt zu treffen, denn es kann wirklich passieren, dass wenn ihr träumt, aus Versehen einen anderen Set-Effekt habt, als den ihr eigentlich braucht. Und wie schon so oft erwähnt in diesem Guide, setzen wir natürlich auf Konterschaden und Grundangriff. Das heißt, die erste Priorisierung ist für uns auf jeden Fall der Set-Effekt, der unseren Konterschaden erhöht und der uns bei der Aktivierung eines vierteiligen Set-Effekts tatsächlich ganze 10% Konterschaden extra gibt. Als zweiten Set-Effekt und somit auch als letzten, denn viel mehr könnt ihr hier gar nicht erreichen, ist auf jeden Fall der Set-Effekt, der euren gesamten Schaden durch Grundangriff um 5% erhöht. Das Ganze ist ein zweiteiliger Set und besteht logischerweise aus den letzten 2 noch fehlenden Runen. So viel also zum Thema Verzauberungsrunen. Kommen wir aber nun auch zum letzten Thema, nämlich den Dungeon-Gegners. Viele von euch hatten sich gewünscht, tatsächlich für jeden einzelnen Dungeon-Gegner ein externes Bild von mir gebaut zu bekommen. Das Ganze ist aber tatsächlich nicht notwendig, denn es ist so wie auch bei vielen anderen Klassen, dass ihr tatsächlich einfach nur entscheiden müsst, spielt ihr jetzt PvE oder eben PvP-Klasse oder spielt ihr einfach nur ein bisschen an euren Pets rum, damit das Ganze eben ein bisschen erfolgreicher aussieht. Hier an der Stelle kann ich euch auf jeden Fall den Tipp mit auf den Weg geben, dass ihr in dem Dungeon dunkle Prüfungen auf jeden Fall euer PvP-Bild genauso wie bei den grenzüberschreitenden Duellen aktiviert haben solltet. Denn das Ganze wird als PvP betrachtet, dadurch, dass ihr zwar gegen ein NPC kämpft bei den dunklen Prüfungen, sowohl auch bei den grenzüberschreitenden Duellen, aber im Sinne dessen ist es halt tatsächlich als Spieler dargestellt und verhält sich auch wie ein Spieler. Zum Tor des Abgrunds kann ich euch tatsächlich nur sagen, dass ihr euch jeden Tag genauestens informiert, welcher Effekt denn gerade aktiv ist, denn für diejenigen, die das vielleicht gar nicht so wirklich mitbekommen haben, bei diesen Höllenhunden, also beim Tor des Abgrundes, ist es so, dass sich der Effekt oder die Stärke, Verteidigung, was auch immer dieser Höllenhunde jeden Tag ändert. Das Ganze findet ihr in dem Dungeon selbst und da steht immer täglich da, welcher Effekt denn gerade aktiv ist. Das soll es an der Stelle mit dem Schwertkämpfer-Guide gewesen sein. Ich hoffe, das Ganze am Ende mit der Einblendung jetzt im Berserker-Guide hat euch nicht ganz so sehr verwirrt. Ihr solltet einfach quasi nur sehen, es ist 1:1 gleich wie der Bersi und ihr könnt quasi 1:1 das gleiche auch für euren Schwertkämpfer übernehmen. Ansonsten hoffe ich wie immer, dass euch dieser Guide hilft, euren Schwertkämpfer aufs nächste Level zu bringen. Und falls ihr irgendwelche Fragen oder Probleme habt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen oder schreibt mir privat auf Discord. Ich bin auf jeden Fall immer für euch da.